Hallo meine Lieben, heute war im Adventskalender drin ein Fuchs und das hat für mich so ein bisschen mit Natur zu tun und was ich mir dafür überlegt habe, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Beim Motiv von heute hatte ich wie gesagt an Natur gedacht und ich dachte mir, ich mache einen Wandergutschein, weil Fuchs, Wald, Wandern fand ich eine gute Kombi. Und da dachte ich mir für die Geschenkverpackung, ich mache so einen Lunchbag, ein bisschen größeren, wo man dann die Verpflegung reinpacken kann, damit das nicht im sonstigen Inhalt mit den Jacken und alles im Rucksack drin ist. Es wird ein bisschen bunt bei mir heute, ist dem geschuldet, dass ich tatsächlich festgestellt habe, dass ich nur noch rosarotes Klettband habe. Aber wird schon. Also das heißt, das hier wird mein Außenstoff sein mit dem rosaroten Klettband. Und dann habe ich hier so ein Sternchen Innenstoff. Es ist beides beschichtete Baumwolle, was ich eben finde, was mit eingepacktem Essen hilft, weil das kann man dann auch mit einem feuchten Tuch abwaschen oder abwischen. Die Stoffe, da habe ich 35 cm in der Breite, 40 cm in der Länge, das zweimal. In beiden Ecken habe ich hier 6 cm, hier 5 cm abgeschnitten, das eben an allen 4 Ecken unten. Und dann habe ich ein Klettband, was 20 cm lang ist. Mit dem starten wir auch gleich, das muss an den Außenstoff, das heißt, den drehen wir einfach einmal um. Und packen den hier in der Mitte drauf. Ich mache das jeweils mit einem Doppelklebeband, wenn ich es denn wieder finde. Das heißt, ich markiere mir einfach auf beiden Seiten die Mitte. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. Und dann mache ich das, Moment, ich nähe das oben 1 cm, ja, dann mache ich das 1,5 cm unterhalb der oberen Kante fest. Dasselbe natürlich auf der Rückseite. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. Sorry, ich merke gerade, dass 20 ein bisschen lang sind. Wir kürzen das kurz. Sorry. Weil ich will ja hier unten irgendwie noch was draufplotten können. Ich kürze den jetzt auf 15, reicht auch. Somit Klettverschluss nicht 20, sondern 15. Reicht ein bisschen großzügig, ne? Kann man noch mal gucken, wenn wir das dann zusammenrollen von oben. Haben wir hier genug Fläche zum Rollen. Und dann haben wir hier zumindest noch so ein bisschen Fläche, wo wir was aufbringen können. Das ist mein Ziel. So. Und genau so nähe ich den kurz auf der Nähmaschine an. Das heißt, zuerst die eine Seite einfach ringsherum abnähen und dann die zweite Seite. Everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch gleich schon beide Stücke rechts auf rechts, das heißt die schönen Seiten gucken sich an, die aufeinander bringen.
und das Ganze auf der Seite befestigen. Da bei mir beides beschichtete Baumwolle ist, versuche ich in der Regel so wenig wie möglich mit Stecknadeln zu arbeiten, weil das dann immer so Löchlein gibt. Und dann könnt ihr einfach von oben nach unten, oben verriegeln, unten verriegeln, 1 cm Nachzugabe, das runternähen, dann hier auch auf der Seite zunähen, auf der Seite hier zunähen und auf der Seite hier zunähen. Alle 4 genau gleich. Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Dann könnt ihr die Kanten so ein bisschen auseinander streichen. Ich mache das bei einem beschichteten Stoff tatsächlich so, dass ich das kurz mit dem Falzbein mache. So, jetzt diejenigen, die meinen Kanal kennen, ist jetzt eigentlich der nächste Schritt, jeweils hier die Ecken zuzumachen, aber ich will heute etwas anderes ausprobieren, nämlich mit den Ecken beide Stoffe miteinander vernähen. Und deshalb mache ich jetzt einen anderen Schritt zuerst, nämlich ich wende hier die Außentasche und dann kommt die Außentasche in die Innentasche rein. Und wir haben jetzt eben eigentlich keine Wendeöffnung, weil ich es durch diese Ecken dann wenden werde. Das heißt, wir gucken hier einfach, dass auch die Seitennähte aufeinander liegen und die auch auseinander liegen. Das auf beiden Seiten. Und so stecke ich den Rest oben auch noch fest. Einfach schön gucken, dass es schön verteilt ist. Das heißt, ich ziehe da jeweils an beiden Enden und fange mal in der Mitte an und gucke ganz einfach, dass oben die Kanten schön abschließen. Und genauso nähe ich das jetzt mit 1 cm Nahtzugabe ringsum ab. It's just gonna be you and me. Hang by the fire chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about it. So, und jetzt hoffe ich, dass das geklappt hat, so wie ich mir das vorgestellt habe. Nämlich, dass wir das Ganze jetzt, also wir können hier den Stoff kurz auch noch ein bisschen ausstreichen oder die Kanten auseinander streichen. Geht dann nachher auch ein bisschen einfacher, um die Kante auszuformulieren oder auszudefinieren. Und ich weiß, der Lunchberg sieht im Moment extrem groß aus. Das ändert sich aber dann noch ein bisschen, weil wir verändern ja die Form von dem Ganzen auch noch so ein bisschen. So, jetzt über eine der Wendeöffnungen oder der Ecken das
das Ganze schön vorsichtig wenden. So, dann solltet ihr jetzt hier diese beiden Teile ineinander verschlossen haben. Jetzt können wir den Innenbeutel in den Außenbeutel reinstülpen und hier oben die Kante schön ausdefinieren. Und so könnt ihr jetzt das hier oben nochmal knappkantig abnähen, ringsherum. Ich fange hier in der Regel auf einer der Seiten an, damit ich da so ein kleines bisschen verriegeln kann und man das nicht zu offensichtlich sieht. Das mache ich noch kurz. So, dann habe ich das hier oben abgenäht und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich habe aufs Teflon-Füßchen gewechselt, weil mit dem Metall funktioniert nicht immer super auf beschichtetem Material. Von dem her Teflon-Füßchen. Jetzt kümmern wir uns um die Ecken. Und zwar zieht ihr die so zurecht, wie normalerweise ihr das macht. Das heißt, schön gucken, dass hier alle Nähte aufeinander liegen und hier die Ecken schön aufeinander liegen. Das andere ist jetzt halt, dass ihr zwei Stoffe quasi habt und nicht nur einen. Und dann muss ich bei der Nahtzugabe hier gucken, natürlich, dass eins in die eine Richtung geht und das andere in die andere Richtung. Sonst wird das hier ziemlich hügelig. Das heißt, ihr könnt es so rausziehen, in der Mitte liegen die beiden Nahtzugaben oder die beiden Nähte aufeinander. Die Ecken außen sollten aufeinander liegen. Und das natürlich auf beiden Seiten. So, und die nähe ich jetzt beide Nähfüßchen Breite. Ich fange hier an, verriegle, gehe hier entlang, hier bei der Naht verriegle, also nähe ich jeweils einmal vor und zurück bis ans Ende und verriegle da wieder. Und das ist genau dasselbe hier auf der Seite. Und dann wende ich den Beutel nach innen. Na, ich zeige es euch nachher. Ich nähe das kurz, das geht einfach, wenn ich es zeige, als wenn ich es versuche zu erklären. Moment. Was ihr jetzt machen könnt, ist hier mit der Zackenschere das zurückzuschneiden, natürlich nicht in die Naht rein. Aber es darf schon nah genug sein an der Naht, weil wir verstecken das jetzt dann gleich innen drinnen. So, das heißt, das Ganze kurz nochmal wenden. Das heißt, jetzt guckt euch quasi der Innenstoff an, aber das Schöne ist halt, dass beide Stoffe miteinander verbunden sind. Und jetzt können wir das hier auch kurz so ein bisschen zusammenfalten. Moment. In der Regel müsste sich das so zusammenlegen lassen, weil so geht es dann zum Nähen auch am einfachsten. Und alles, was ich jetzt noch mache,
ist hier, ne, es ist schön ausgearbeitet. Jetzt gehe ich hier auch wieder Nähfüßchenbreite drüber und ihr spürt innen drinne, ich habe hier einen Hubbel, ne, und das ist quasi die Naht, die wir jetzt innen drinne verstecken. Das heißt, ich nähe hier mal Nähfüßchenbreite drüber und dann auch hier nochmal Nähfüßchenbreite drüber. So, und jetzt gucken wir mal, ob meine Überlegungen richtig waren. Jetzt müssten wir das einfach wenden können und dann hätten wir nämlich hier innen drin einen schönen Abschluss. Und von außen merkt ihr gar nicht, dass das anders als sonst genäht wurde. Und wenn ihr wirklich darauf geguckt habt, dass ihr schön zurückschneidet, dann sollte hier jetzt auch nichts hervorgucken. Ich bin begeistert, es hat funktioniert. Das heißt, jetzt können wir, also ihr könnt es jetzt so stehen lassen und das ganz einfach dann halt irgendwie so zusammenfalten. Ich finde es aber schöner, wenn der quasi diese Kanten hier vorgegeben hat. Und deshalb gucke ich mir einfach hier den Verlauf von der Kante an. Und versuche da dieselbe Länge zu erreichen. Das heißt, das müssten 7,1 cm sein. Hier oben noch ein bisschen weniger. So. Und hier gucke ich jetzt natürlich auch, dass ich beide Stoffe greife. Das heißt, ich habe hier, der Innenstoff liegt hier innen drin. Mache ich das auch kurz fest. Und das mache ich an allen 4 Seiten. So, und diese Kanten nähe ich jetzt einfach mal von oben nach unten knappkantig, also wirklich super knapp an der Kante entlang, das sind vielleicht 2 mm, einfach dieser Kante entlang runter bis in die Ecke, dann hier runter bis in die Ecke und das quasi auf allen 4 Seiten. So, ich kann euch nicht sagen, wie froh bin ich, dass das hier wirklich genauso funktioniert hat, wie ich das mir gedacht habe, weil jetzt haben wir innen drinnen wirklich alles schön, ne, wir haben keine offenen Nähte, keine quasi Wendeöffnungen, unten haben wir die beiden, und da wo wir die Ecken abgenäht haben, hat es ein bisschen Überstand. Und jetzt dadurch, dass wir die Kanten auch abgenäht haben, bekommt die eben diese klassische Form quasi von diesen Tüten auch. Und das kann man jetzt eben oben quasi zusammenrollen. Also natürlich was reinmachen und dann zusammenrollen. Und dann habt ihr hier doch eine ordentliche Tüte, die wiederverwendbar ist. Ihr könnt sie abwaschen, weil es beschichtete Baumwolle ist. Und ja, jetzt haben wir natürlich noch ein Motiv, das da drauf muss, damit der Gutschein dann auch passt.
Ich hatte, als ich das Schaf, das Filz mit dem Schaf beplottet hatte, da war ich nicht so ganz glücklich mit dem Resultat, muss ich ehrlich sagen, weil mir dieses Weiß, das Motiv Weiß auf einem dunklen, da war es Magenta Hintergrund, hat mir persönlich irgendwie, als ich es nachher angeguckt habe, dachte ich so, das war jetzt die falsche Wahl. Und da war ich ein bisschen verunsichert, als ich dann die Bushülle gemacht habe. Moment, ich zeige dir die kurz. Für die, die das Video nicht gesehen haben, hatte ich hier so eine Bushülle gemacht und ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich hier ein rosa Band habe und habe das dann einmal in dunkelbraun gemacht, was zum Filz passt, und einmal in rosa. Und ich finde, grundsätzlich kommen diese Motive besser zur Geltung, wenn sie dunkel sind. Ich habe dann einfach beides verpresst, damit ich dann beide Motive hatte. Und jetzt will ich ja hier den kleinen Fuchs auf die Seite und hier noch so einen Spruch drauf machen. Und für beschichtetes Material solltet ihr eine Folie nehmen, die ihr nicht lange pressen müsst. Also zum Beispiel von Polytape die Turboflex, oder ich verwende eben wie immer die Siser Easy Weed, weil die auch nur 15 Sekunden ist zum Verpressen, damit ich da möglichst nicht lange auf dem Material bin. Turboflex ist natürlich noch besser, weil die könnt ihr teilweise, glaube ich, für 3 Sekunden pressen und dann ist die drauf. Ja. Aber da habe ich persönlich halt nicht so eine große Auswahl, weil ich bis jetzt immer die Siser Easy Weed, also die PS Film, gekauft habe. Ja. Ich gucke dann mal in meinen Vorrat und entscheide dann, was ich mache. Aber ich glaube, heute traue ich mich, weil letztes Mal waren eure Kommentare, ihr hättet jetzt tatsächlich rosa genommen, weil das Band rosa ist. Jetzt haben wir hier die Öffnung rosa. Dann müsste ich eigentlich das, was drauf kommt, auch in rosa machen. Und das mache ich heute tatsächlich auch. Ich zoome mir die Sachen kurz raus, damit wir das dann auch noch fertig erstellen können. So, ich habe doch noch eine Turboflex von Polytape gefunden in rosa, die ganz gut zu dem rosa dazu passt. Und was ich gemacht habe, ich zeige euch nachher kurz im Cricut Design Space, wie ich es gemacht habe. Aber da gibt es eigentlich eine tolle Funktion, wo man sich das Ganze mal so mit der Kamera auf seinen Gegenstand draufhalten kann. Und wir haben ja vom Fuchs haben wir 3 respektive 4, also 3 Köpfe, eins mit Blume, eins mit Federn und eins ohne alles. Und dann noch einen ganzen Fuchs. Und ich habe mir da so ein bisschen Zeit für ein kleines und dann Abenteuer und dann den Fuchs hier unten in der Ecke. Und das ist die erste Variante, ist eben mit diesem quasi mit der Blume. Dann haben wir das mit dem ganzen Fuchs. Sieht auch ganz süß aus. Und dann habe ich quasi noch den kleinen Fuchs mit den Federn. Und ich dachte eigentlich, deshalb habe ich auch diese Schriftart verwendet, die hat Glyphen mit Federn. Ich dachte, das passt dann eigentlich super zusammen. Wobei mir das auch nicht schlecht gefällt, weil da macht der Schriftzug mehr Sinn. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen das hier. Ich habe die 3 Designs, also einmal die Dateien habe ich natürlich hier über Hochladen und Dateien durchsuchen und die da rausgeholt, wo ich die gespeichert hatte. Das sind die 3 und dann vom Text her ist eine Kombination. Einerseits ist es eine Cricut-Schrift. Bearbeiten, dann haben wir das hier, genau, hier BFC Autumn Harvest. Das ist die eine Schrift, die ich hier verwendet habe. Und dann bin ich bei meinen Schriften, das sind im System drin. Da habe ich Bohemian Spirit genommen. Da hatte ich auch mal einen Shorts gemacht, wo ich euch das gezeigt habe. Das ist die hier, Bohemian Spirit. Und die habe ich von Creative Fabrica und die hat extrem coole Glyphen. Dann haben wir oben die normalen Schriften, aber dann habt ihr hier wirklich mega cool mit diesen ganzen Federn und Pfeilen. Die finde ich super schön, diese Schrift. Und dann kann man hier dann eben, wenn man eine auswählt, kann man hier über Share Glyph und dann Copy Glyph kann man die nehmen und im Cricut Design Space einfügen.
Da müsst ihr halt bei der Schrift wirklich drauf gucken, dass ihr natürlich dieselbe Schrift hier ausgewählt habt, sonst funktioniert das nicht. Und dann könnt ihr ganz einfach hier einen Buchstaben markieren. Betonung auf einfach. Ich habe hier das A markiert und dann gesagt einsetzen. Und dann wurde diese Glyphe eingefügt. Jetzt müssen wir hier natürlich gucken, dass wir das verbinden, weil sonst würde es hier alles auseinanderschneiden. Das wollen wir natürlich nicht. Von dem her Aktionen kombinieren, verschweißen. Fertig. Dann haben wir das. Ich würde sagen, das machen wir noch ein bisschen näher ran. Ne? Genau. So, dem Stiel. Und das verbinden wir, damit es an derselben Stelle bleibt. Und dann blende ich mir eben das, was ich nicht will, blende ich mir hier aus. Also einmal die anderen Schriften brauche ich gar nicht. Die kann ich löschen. Eigentlich kann ich auch die Dateien löschen, ne? Weil wenn ich sie dann trotzdem verwenden will, kann ich sie dann ganz einfach aus den hochgeladenen Bildern wieder rausnehmen. So. Das heißt, ich habe diese beiden Sachen hier. Jetzt gucke ich mir noch kurz die Größe an. Mal gucken, wenn ich beim Fuchs sage 8 cm in der Breite, wie hoch der dann wird. Dann ist der 10 cm, das passt wunderbar. Und das hier dürfte eigentlich auch 10 cm breit sein. Dann ist es 4 cm hoch. Ich würde sagen, auch das passt wunderbar. Und die mich schon länger verfolgen, wissen das, dass ich hier jeweils gleich auch schon spiegle. Bearbeiten, spiegeln horizontal. Dann vergesse ich das jeweils nicht. Wir arbeiten mit einer Hitzetransferfolie, deshalb muss das alles gespiegelt werden. Jetzt blende ich die beiden Sachen aber noch kurz aus. Noch kurz gucken, dass der Fuchs wirklich hier auch verbinden, dass der nicht nur kopiert ist, sondern wirklich verbunden, dass alle Teile dann auch richtig angelegt werden. Den blende ich jetzt auch noch kurz aus und mache hier ganz einfach eine Form rein, das heißt ein Viereck. Das mache ich auf 1 cm. Und dann mache ich noch ein Dreieck rein. Machen wir das Dreieck hier. Das mache ich dann einfach dementsprechend kleiner. Gebe dem kurz eine andere Farbe, damit wir hier was sehen. Nehmen wir lila. So. Genau, ich lege die beiden Formen einfach so ineinander und verbinde die, damit es dann auch so geschnitten wird, weil das hier wird kurz mein Testschnitt, weil ich die Polyflex Turbo mit der neuen Cricut Joy Extra noch nie geschnitten habe, will ich das natürlich zuerst testen. Die glänzige Seite kommt nach unten. Ich habe jetzt hier kein Reststück, normalerweise würde ich dafür natürlich ein Reststück verwenden, aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Dann mit der Schneidematte bestätigen, weiter Zubehör auswählen und dann versuche ich es mal mit Everyday Iron On. Jetzt müsste ich das Viereck lösen können, ohne das Dreieck zu lösen. Hat wunderbar funktioniert. Die Folie ist immer noch super intakt, von dem her wissen wir, dass das funktioniert. Gut.
kann ich hier wieder zurück auf meinen Arbeitsplatz und das hier wieder löschen. Und das andere wieder einblenden, sagen herstellen. Und ich habe ja einen Testschnitt gemacht und das liegt hier oben in der Ecke. Von dem her beeinflusst das mein Design nicht. Das hier mache ich noch ein bisschen platzsparender, damit ich ja Folie spare. Jo, dann kann ich schon weiter sagen. Dann eben, weil ich gesehen habe, das funktioniert, nehme ich das Everyday Iron an. Dann können wir die Matte laden. Und dann lossagen. Und wenn er durch ist, kann ich sagen, okay, auswerten. Dann kann ich das hier noch ausschneiden, damit ich den Rest der Folie für was anderes verwenden kann. Und wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr auch das Bild nebendran nehmen. Vielleicht wieder auf schwarz setzen, damit ihr es ein bisschen besser seht. Dann seht ihr hier auch wunderbar, was ihr entgittern müsst. Kurz gucken, ob ich keine Üs und Is verloren habe. Sollte eigentlich passen. Ihr seht, ich bin ein bisschen vorsichtig beim Entgittern, weil ich bin ja die Caesar-Folien gewohnt und da weiß ich ja genau, wie vorsichtig ich entgittern muss, damit ich dann trotzdem noch alle Teile da drauf habe, die da drauf sein müssen. Und bei einer Folie, die ich nicht so viel verwende, da bin ich dann einfach ein bisschen vorsichtiger. So, und jetzt hoffe ich natürlich, dass mir das auch gefällt. Das heißt, ich nehme hier meine Tüte und mache hier klein in eine Ecke, so wie ich das angedacht hatte. Hier mal den Boden. Dann wird das in etwa so sein. Und dann hier drüben das Zeit für ein kleines Abenteuer. So in etwa will ich das drauf machen. Jetzt, weil das auf diesem Canva nicht so gut hält, nehme ich hier einfach kleine Streifen an hitzeresistenten Klebeband. Und dann kann ich das nämlich genauso festkleben, wie ich es dann haben will. Um das jetzt hier drauf zu bringen, brauche ich 100%ig ein Ausgleichskissen. Guck mir noch kurz die Einstellung an, die Polytape vorgibt fürs Pressen. Und da haben wir entweder 130 Grad 5 Sekunden oder 160 Grad 3 Sekunden. Ich nehme 130 Grad 5 Sekunden einfach, um mein Material zu schonen. Jetzt habe ich ja gesagt 130 Grad und die Cricut Mini Heat Press hat ja keine Temperaturen per se. Deshalb könnt ihr da auf die Cricut Hilfe-Seite gehen und da steht niedrige Temperatur. Das heißt, wenn hier eine Welle ist, dann sind das 125 bis 145 Grad.
mittel 150 bis 180 Grad und hoch 185 bis 205 Grad. Das heißt, mit meinen 130 Grad muss ich tatsächlich auf dieser ersten Welle bleiben, um das zu pressen. Die ist auch schon grün geworden. Und ich brauche jetzt eben ein Ausgleichskissen oder ein Kissen, damit ich hier das Ganze pressen kann. Das ist ein bisschen unförmig, deshalb packe ich jetzt einfach noch ein zweites Kissen rein. Es geht einfach darum, dass ich eine Fläche bekomme, wo ich das Ganze drauf pressen kann. So. Ich gewinne immer. Jetzt, um das Material noch mehr zu schützen, nehme ich noch ein Backtrennpapier. Und dann kann ich hier quasi zählen. Also ich versuche alle Teile des Motives zu erwischen und in etwa 5 Sekunden drauf zu bleiben. Und ja, ich weiß, es ist nicht ganz genau dasselbe rosa, aber zumindest ist es rosa. Das heißt, ich komme hier nicht nochmal mit einer anderen Farbe rein. Und ja, wie zeige ich euch das? Ich muss es euch so zeigen. Dann haben wir hier den kleinen Fuchs mit den Federn. Hier, Zeit für ein kleines Abenteuer. Und dann eben die Tüte, die sich durch die, dadurch, dass wir die Kanten abgenäht haben, geht die eigentlich auch schon in die richtige Form. Kann ich was reinmachen und das ganz einfach zusammenrollen. Und dann habe ich hier wunderbar eine durchaus große Tüte oder ein Lunchbag. Bin sicher, ihr werdet mich fragen, wie groß das ist. Da sind wir jetzt von der Breite her bei rund 13,5 cm. Hier sind wir bei 18,5 cm. Und nach oben sind wir bei ca. 32 cm in dem Stil. Ich weiß immer noch nicht, ob es die richtige Wahl war hier. Ach Gottchen, immer diese Entscheidung. Aber das mit den Ecken hat hier wunderbar funktioniert innen drinne, dass wir die Wendeöffnung quasi hier drüber gemacht haben und das dann so zusammennähen konnten, dass ich hier auch schon eine schön definierte Kante habe und trotzdem alles schön quasi versiegelt ist. Und durch diese beschichtete Baumwolle habt ihr halt auch ein Material, was ihr dann mit Wasser abwaschen könnt. Ich bin extrem happy mit der Tüte, nicht ganz happy mit meiner Farbwahl hier von dem. Ich finde es halt einfach, das Thema ist, wenn ihr solche Motive habt, dann kommen das Auge nimmt die besser wahr, wenn die dunkel auf hell sind. Und deshalb wäre es hier eigentlich besser gewesen, was Dunkles zu nehmen und nicht mit Rosa auf einen dunkleren Ton drauf zu gehen. Aber drauf ist drauf. Ist nicht, dass es hässlich ist, aber wäre noch besser gewesen oder es hätte mir noch besser gefallen, wenn das schwarz gewesen wäre. Ja, ist so, wie es ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Idee gefallen hat mit dem Lunchbag. Ich hatte das war ganz am Anfang, als ich Videos gemacht habe, hatte ich schon mal einen Lunchbag gezeigt. Der war ein bisschen anders, war vor allem auch kleiner. Und hier in dem habt ihr dann wirklich gut Platz, um da reichlich was mitzunehmen. So,
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr da selber auch Lust habt, das auszuprobieren und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald! All the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you.